Die Vereinten Nationen haben Staaten weltweit für das Erdbebengebiet in der Türkei gebeten. Es sei 1 Milliarde Euro, um in den kommenden Monaten die staatlichen Hilfsmaßnahmen für Millionen Betroffene zu unterstützen. Die Lage in der türkischen und syrischen Erdbebenregion ist nach wie vor katastrophal. Mehr als 42.000 Tote sind inzwischen bestätigt. Viele Überlebende stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das Bundesverfassungsgericht verlangt höhere rechtliche Hürden, wenn die Polizei Analysen bei Ermittlungen einsetzen will. Eine US-Software, die mit Informationen Profile von Verdächtigen erstellt, wird bereits von den hessischen Behörden Gefahren frühzeitig abgewehrt werden. Die Karlsruher Richter befürchten allerdings, dass ins Visier von Ermittlungen geraten können. Die Software sei nur zulässig, wenn besonders schwere Straftaten drohen. Eine Serie von Geldautomaten sprengt